www.kilianreisen.de. Argentinien und Chile, das ist sensationell. Du hast eine Reise im deutschen Reisebus durch Argentinien und Chile. Warum ein deutscher Reisebus? Sind die da nicht gut genug? Ja, man hat halt seine Vorteile. Man hat die elektronische Klimaanlage, du hast 2 Ausstiege am Bus und hast eine große Küche drin und kannst auch ein bisschen was für ein Picknick zaubern und so dies und das. Also etliche Vorteile. Oh, das ist der Bus. Ich verweise auf ein Video Amerika, da haben wir eine große Bustour gemacht. So oder so ähnlich sieht ja auch in Amerika aus, aber nicht Doppelstock, oder? Nein, ein Einstöcker. Einstöcker. Das hat einen Vorteil, die Brücken sind nicht ganz so hoch manchmal. Genau, und du hast auch nur 12 Meter Länge, weil es teilweise 4 Überfahrten gibt, wo es ziemlich steil und eng zugeht. Heckantrieb, Allrad, was hat der? Normaler Heckantrieb. Heckantrieb. So, das hier ist eine mitlenkende Achse, die zeige ich mal gerade hier in deinem Bus. Das hier ist richtiger Hightech, aber es geht ja auch darum, Busfahren bedeutet in Amerika zumindest 120 km/h, in Chile nicht, oder? Chile nicht ganz, nee, weil wir doch etliches noch auf Schotter fahren. Und ja, also wo Asphalt ist schon auch mehr erlaubt als bei uns, ja. So, coole Tour. Du machst normalerweise nicht nur Touren jetzt nach Amerika oder Südamerika, wenn du fährst nach Argentinien. Argentinien, da warst du noch nicht. Wir werden jetzt mal über eine Tour erzählen, wo du selbst noch gar nicht warst, oder? Ja, Argentinien schon einmal in Buenos Aires mit dem Schiff, weil wir haben ja auch viele Gruppenkreuzfahrten, wo wir dann die Gäste begleiten am Schiff. Also Argentinien kenne ich nur Buenos Aires an sich, aber die ganze Route, da bin ich auf meinen Reiseleiter dann angewiesen, den Erik. Der Erik, ja. Der spricht auch Deutsch? Ja, ist Logo, der hat auch in Deutschland studiert. So. Der ist, glaube ich, Chilene, das heißt, der kennt sich gut aus. Ja. Jetzt geht es um das Thema Sicherheit. Da haben ja viele Angst und sagen, mein Gott, Südamerika, da komme ich ohne das Portemonnaie wieder zurück und ohne iPhone. Nee, das hat man überhaupt kein Problem. Er hat schon viele Touren gemacht da unten, bis jetzt ist nie was vorgefallen. Und wenn es irgendwo gefährliche Gegenden gibt, dann fährt man dann natürlich auch nicht hin. So, wenn das Trinkgeld stimmt. So, Trinkgeld gibt es ja auch für ihn, oder? Dann? Ja, genau. So, die ganze Tour, Preis ungefähr von der Tour? Da sind wir, glaube ich, um die 6.000. Um die 6.000. Ja. So, da ist der Flug mit drin, Halbpension mit drin. Jawohl, alle Fährüberfahrten. Genau, die Fährüberfahrten, Hotels. Das heißt, ich bin im Prinzip, wenn ich das zahlen würde und würde gar nichts kaufen, da unten käme ich damit durch, da muss ich noch ein bisschen was einrechnen. Ja, ich meine, wenn man in Südamerika ist, dann kommt hier und dahin, dann nimmt man schon eine Kleinigkeit mit als Souvenir, denke ich. Aber im Prinzip ist es der Endpreis. Ja. Es kommt aber jetzt nichts noch groß hinzu, die Mehrwertsteuer oder irgendwelche... Nein, das ist ja, wir sind ja Endkunden gebunden, muss ja immer... Wir sind hier in Deutschland, ja. Genau, so sieht's aus. Also Endpreis. Kilianreisen.de, also ich zeige mal gerade, wie groß der Bus ist. Bleibt ruhig mal da stehen, dass wir das mal sehen. Das ist ein Riesengeschoss, 14 Meter lang. Gut, das ist, ich sag mal, für einen Busfahrer ist das, glaube ich, normal die Länge. Das ist die maximale Länge, 14 Meter in Deutschland? In Europa ist 14 Meter maximal, ja. Ich habe gesehen, es gab so Busse, die noch länger sind, ab und zu mal, oder? Ja, also es kommt auf die Bauart an. Also du kannst auch, es gibt sogar 15 Meter Dreiachse, Entschuldigung. Und es gibt als Gelenk dann sogar 18 Meter. Habe ich mal gesehen, da habe ich mal einen Film drüber gemacht, der längste Reisebus der Welt. Der Näheplan hat mal sowas gebaut, aber das hat sich nicht durchgesetzt, weil die schlecht zu fahren waren. Ja, der Motor auch in der Mitte und so weiter. Also das war kein Erfolg. War kein Erfolg. Aber es ist trotzdem eine absolute Sensation gewesen. Also es war so. Hier ist aber so ein typischer, ich sag mal, Reisebus, mit dem du nichts falsch machen kannst. Die Qualität ist erhaben von Setra. Setra steht für selbsttragend. Selbsttragender Aufbau, ganz genau. Ja. Das haben die Deutschen quasi erfunden. Ja. Und vorher wurde das mit Rahmenkonstruktionen gemacht und jetzt ist es selbsttragend. Ich glaube, weltweit wird so gebaut mittlerweile, oder? Ja, viele, aber nicht alle. Nicht alle? Nicht alle. So, in Amerika, wo du fährst, die Reisebusse dort haben nicht den Komfort, die Deutsche haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Klimaanlage an, aus, hast du mir erzählt. Genau. Luftfederung meistens auch nicht? Teilweise schon Luftfederung, ja, aber relativ hart, sagt man mal so. Also hier so schwingend irgendwie zu fahren? Das auf keinen Fall. So, die Motorleistung ist auch ordentlich? Von meinem her 500 PS, ja. 500 PS? Ja. Das heißt, der gleitet? Ja. Bei 700 Umdrehungen, oder wie? Nee, du hast schon 1100. Sowas. 1100? Ja. 1100, okay. So, guckt euch das Amerika-Video an, ja, denn wir werden jetzt gleich mal die Tour begleiten. Das hier ist deine Bordküche, die du hast. Die gibt es auch in Amerika, die Bordküche? Ja, nur ein bisschen kleiner, weil es halt ein Einstöcker ist, ne? Und dann ist es nicht ganz so aufwendig wie bei unserem Sonderbau hier. Da können nicht ganz so viele mitfahren in Amerika wie hier jetzt mit dem Doppelstock, muss man sagen. Also das ist begrenzt 38. In Nordamerika nur 38, ja, in Südamerika nur 23. 23 Leute können mitfahren. Ist sie schon gut verkauft, die Tour eigentlich? 12 Anmeldungen gibt es dann. Ja. 12 Anmeldungen. So, jetzt machen wir mal was ganz Feistes.
Ich setze mich jetzt mal hier hin, denn bei der ersten Tour, das war die erste Tour, die wir gefilmt haben. Ja. 15 Tage Highlight, Südwesten, USA und so weiter. Da weißt du was, wir tauschen doch, weil Kein Problem. das Licht nämlich drin ist. Aber das ist nicht so schlimm. Ich setze mich mal hin. Das ist ein cooler Bus, der hier, der gefällt mir. Aber der hat schon viel gesehen. Bleibst du ab und zu mal noch irgendwo hängen? Ist dir das schon mal passiert? So, dass du mal irgendwas übersiehst und mal ein Schild mitnimmst oder so? Ja, also die letzte Zeit nicht, höchstens mal so ein Leichtsinnsfehler. Ne? Das ist mir jetzt tatsächlich in der Schweiz mal passiert. Da war Was war? die Baustelle durch und dann gab es unten so kleine Metallbügel, die da rausgestanden haben, aber Ja. am super engen Flüelerpass in der Kurve, ganz, ganz eng. Und da hat es halt einen kleinen Kratzer an der Stoßstange gegeben. Ist immer gleich teuer, ne? Sowas. Ja, Oder- es war nicht so viel. Neue Folie drauf, an der Schutzfolie und gut. GFK ist das große Thema. Man kann es gut reparieren. Das ist ja drüben auch so. Aber drüben in Amerika, die Straßenverhältnisse unglaublich. Also Südamerika ist es auch so oder ist da schon enger? Da geht es teilweise schon enger zu, deshalb haben wir da nur einen 12-Meter-Wagen. Gott, 12 Meter. Die 2 Meter, die haben es in sich, glaube ich. Also was so die Wendigkeit. Du hast halt einen längeren Überhang und wenn dann so eine Fährüberfahrt kommt, was wir später sehen, dann mit so einem Böschungswinkel und dann setzt du halt auf. So, wir starten mal die andere PowerPoint, die wir da haben. Denn du hast einiges zu berichten. Warte mal, ich mach die mal gerade auf. Die haben wir hier schon vorbereitet. Das ist jetzt eine relativ neue Tour. Also für euch. Die ist auf der Webseite auch schon da. Haben ein paar Leute schon bestellt? Ja, 12 Anmeldungen. 12 Anmeldungen. Das heißt, 12 sind noch frei. Du würdest noch eine machen, wenn es ein Erfolg wird, eigentlich? Ja, sicher, in der Jahreszeit haben wir ja nicht allzu viel in Europa zu fahren, dann wird man noch da eine dranhängen, ja. Nur da hat halt eine umgekehrte Reihenfolge, ne? So, umgekehrte Reihenfolge heißt, ihr startet am Ende. Ja, also jetzt fliegen wir herein, das können wir jetzt gleich sehen, zeige ich dir, und fliegen dann runter bis Patagonien und fahren dann von unten nach oben, nach Santiago de Chile. Und der Bus muss ja dann wieder runter. Wenn es jetzt genau die Anschlusstour wäre, dann wird man dann von oben nach unten fahren. Okay, verstehe. Das heißt, ihr fahrt die Tour praktisch rückwärts. Genau. So, Chile und Argentinien, Mythos, Patagonien, das malerisch schöne Land am Ende der Welt. Gut, wenn die Leute dort fragst, dann sagen die, das Ende der Welt ist bei euch. Das ist ja alles eine Frage der Betrachtung. Land des Windes und der Träume, Reisebegleitung, Familie Kilian. Das ist dabei dein kleiner Sohn, der ist jetzt 2 dann. 2,25 und dann ist er dann halt 3. Da ist er 3. Das ist das einzige kleine Kind, was dabei ist. Ja. Hat der Spaß da, mit Mami und Papi unterwegs zu sein? Ja, wir haben ja schon 2 erwachsene Kinder, die sind auch da und sind immer mitgefahren. Die haben sehr viel gesehen von der Welt und wir haben tolle Erinnerungen an die Reisen. Also Südamerika, du sagst, das ist eine Tour, die man so schnell nicht vergisst, oder? Ja, auf jeden Fall. Das hat nichts zu tun, du machst auch Kreuzfahrten, das ist nett, Ja. aber das hier hat was ganz anderes, oder? Ja, du siehst halt viel mehr vom Land. Ne? Sonst, wenn du jetzt legst an einem Hafen an, dann gehst einen Tag runter, siehst ein bisschen was angeboten wird vom Schiff. Aber wenn man halt durchs Land fährt und gerade noch so abenteuerliche Straßen, ein bisschen mit Schotterpisten, das ist dann schon. Und auch die Gletscher und Nationalparks, was wir da sehen. So, ich zeige mal gerade das Datum. Also 5.1. bis 21.1. Keine Angst, ihr müsst euch nicht beeilen, 2024. So, das heißt, wir reden jetzt hier über ein Jahr. In einem Jahr startet die Reise, ungefähr. Ja, genau, aber die kostet ja auch ein bisschen was und der eine oder andere muss sich dann auch überlegen, gönne ich mir das und dann kann man nicht 3 Wochen vorher oder ein halbes Jahr vorher anfangen, sondern so hochwertige Reisen, ob es jetzt ein Donau-Vollcharter ist oder sowas, haben wir immer lang vorher beworben, hat damit auch einen sehr guten Erfolg gehabt. Sehr gut. Machen wir weiter. 17 Tage. Das Besondere ist, die Reise wird komplett von euch betreut. Der rote Strich da, was ist das? Der 42. Breitengrad. Das ist der 42. Breitengrad. So, okay. Und man sieht jetzt noch nicht, wo es geht. Also ab dem 42. Breitengrad beginnt Patagonien. Patagonien beinhaltet Teile von Chile und Argentinien. Um die 2 Länder geht's. Ja. So vereinfacht gesagt ist Patagonien die untere Hälfte von Chile und Argentinien. Genau. Also das da unten. Der Streifen so links, genau. Der da, warte, ich zeige mal gerade oben. Buenos Aires ist also Auf der anderen Seite. nördlicher. Ja. Und da haben wir dann, was haben wir denn da unten? Da kommen wir gleich noch besser hin, das sehen wir dann. Ein Teil von den Anden, muss man sagen, ist auch mit dabei. Ja. Aber da fahrt ihr nicht durch, oder? Nee, da kommt man nicht überall drüber mit dem Bus. Mehr so drumherum, ne? Das ist sehr geil. Ist es da schon mal kalt eigentlich, wenn ihr fahrt? Nee, das ist ja die beste Jahreszeit, da ist es da warm. Ist das Sommer? Ja. Okay. Das heißt, das ist auch noch im Winter, wenn hier eisig kalt ist oder uselig, dann fährt man darüber. Man muss nicht immer nach Fuerteventura fahren, oder? Ja, es ist halt ein bisschen weiterer Flug, ne? Aber man hat halt schon die Highlights, das wirst du ja gleich bei den Bildern sehen. Flugdauer? Wie lange dauert?
Bis jetzt, also wir warten noch darauf, dass eine durchgängige Verbindung angeboten wird. Müssen wir noch einmal umsteigen, wahrscheinlich in Barcelona. Und dann den Transatlantikflug halt nach Santiago de Chile. So, mach mal hin, dann Jawohl. zeigen wir mal. Denn Panamericana, habe ich einen Film gesehen auf Netflix mit 2 Jungs, die mit einem Motorrad gefahren sind, die Panamericana. Ja. Alleine mit Elektromotorrädern von Harley Davidson. Echt? Ja, haben die gemacht. War gar nicht so easy. Und da sieht man diese Straße, die geht einmal von oben nach unten. Oder unten nach oben. Ja, wie man will, genau. Ja. Und das siehst du hier, der obere Teil ist die Panamericana, dann heißt sie Route Nacional. Und dann das untere, praktisch was hier angegeben ist, Carretera Austral. Also die haben das gemacht, 2 Schauspieler haben das gemacht. Oder ein Schauspieler und sein Freund. Ja. Und ziemlich sensationell. Man muss auch teilweise durch die Länder ja durch, muss dann durch den Zoll durch. Ist es bei euch auch so? Ja, von daher ist es gut, wenn man einen einheimischen Reiseleiter dabei hat. Achso, der hat das Bargeld dann für die. Ja. Ja, okay. Was auch immer. Ja. So, der weiß, es geht. So, erster Tag Abreise aus Deutschland, Flug nach Santiago. Ja. Ein Direktflug? Nein, das müssen wir im Moment noch umsteigen. So, also Lufthansa hat zwar angekündigt, sie bieten Nonstop an, aber bis jetzt, Stand heute, gibt es noch nicht. Natürlich, wenn es einen gibt, machen wir Nonstop, sonst müssten wir einmal umsteigen leider. So, dann Ankunft Santiago, die Orientierungsfahrt. Was ist das, eine Orientierungsfahrt? Ja, so kleine Stadtrundfahrt, dass man mal einen ersten Eindruck hat. Okay, dass die Leute auch schon mal, die sind da ziemlich fertig. Die Flugdauer nochmal 16 Stunden? Ja, 16, okay. Flug Santiago Punta Arenas. bunte Arenas, genau. Das ist dann der Arenas. Inlandsflug, wo wir von oben nach ganz unten fliegen. Okay. So, das heißt, der dauert nochmal 3 Stunden. 3 bis 4. 3 bis 4 Stunden, so. Okay. Dann geht's weiter, dann gibt es so diverse Parks, das werden wir jetzt mal durchgehen. 17 Tage, das heißt, die Flugtage sind Teil dieser 17 Tage. Genau. Okay. Bitteschön, mach mal. Ja. Bin ich mal gespannt. Erster Tag Abreise, Bustransfer zum Flughafen. Es geht wo los, Frankfurt? Ab Frankfurt, ja. Und wer mit dem Pkw zu uns kommen möchte, kann seinen Pkw gerne bei uns kostenlos einstellen. Im Betriebsgelände ist abgeschlossen. Das ist ja mal eine Ansage, weil das Parken, ich habe zuletzt geparkt in Frankfurt 3 Tage, schätz mal. 140 Business Parking. Ja. Selbst wenn man es günstig bucht, das kostet richtig Geld. Ja, ja. Das heißt, ihr seid in Mannheim? Nee, ihr seid in Worms. in Worms. Ja, Worms genau. am Rhein. Ja. So ist das. In Mannheim. Wie komme ich nach Mannheim? Ist es weit weg, Mannheim? Ja, Viertelstunde maximal. Viertelstunde. So. Erster Tag Abreise, Bustransfer zum Flughafen, Flug nach Santiago de Chile und natürlich Touri-Klasse, nehme ich an. Flug, oder? Ja, man kann Oder aber First Class. gegen, Nee, da lacht dann wird es eng mit dem Preis. Da wird es eng im Preis. So, zweiter Tag, Ankunft, dann ja, Orientierungsfahrt, okay. Dann geht's weiter. Da sieht man ein bisschen was von der Rundfahrt, Orientierungsfahrt in Chile. In Santiago de Chile. So, Militär sieht man da einige? Oder schon Ja, mal? gerade an so öffentlichen Gebäuden, ja. So, das ist jetzt ein Bisschen Markt Fischmarkt, gewesen, ja. Fischmarkt. Okay. Genau. Das Leben da ist ein bisschen anders wie bei uns, oder? In Worms. Ja, ja, also südländisch, ne? Südländisch angehaucht. Da ist immer warm, oder? Eigentlich Ja, schon, um die ne? Jahreszeit, wo wir dort sind, ja schon, ja. Okay. Aber sonst kriegen die auch keine Minustemperaturen oder so. Ist es feucht da unten? Sehr feucht? Wenn du aussteigst, du läufst gegen eine Wand, oder? Ja, also nicht so wie in Asien. Ja. Man kann es gut verkraften. Okay. Ja, ja. So, weiter Flug nach Punta Arenas. Da geht es dann ganz in den Süden runter. Da kann man es schön sehen. Also Ja. nach ganz unten und dann beginnt die Busfahrt. Genau. Das heißt, der Bus Und mit der da ist- Reisetour ist ein jawohl. anderer. Da ist, ja, genau. Ja. Da ist der 12-Meter-Bus und das ist der Erik. Der holt uns dann da ab. Und von da geht es dann los. Der spricht gut Deutsch? Ja, ja. Perfekt. Ja. Sehr schön. So, Erik ist Chilene. Und das Coole ist natürlich, der kennt die Gebräuche da, der weiß, wie man mit den Leuten umzugehen hat. So sieht's aus. So, und das macht's, glaube ich, aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Du fährst selber, oder? Ja, ja. Du fährst? Ja. Du fährst den Haufen durch ganz Chile und Argentinien. Ja. Ist das cool? Sag mal, das kriegt doch kaum ein Busfahrer sonst mit, oder? Ja, man muss halt einmal den Mut haben, was zu machen. Ne? Und dann Ja. entweder es klappt oder es klappt nicht, aber bis jetzt hatten wir immer großen Erfolg mit unseren Spezialreisen. Ja, zumal, wenn irgendwas nicht klappt, könnt ihr ja dann auch darüber berichten. Ja, könnt ihr sagen, hier, Reifenplatzer. Ja, ja, gut, das kommt doch. Das Ja. Gute ist ja, ich habe als erste Ausbildung Kfz-Mechaniker gelernt im LKW-Bereich. Ich war im Reiseverkehrskaufmann, also so Okay, das heißt, Kleinigkeiten du bekomme ich kannst so geregelt. einen Reifen auch selbst aufziehen, kannst du? Ja, aufziehen ist schwierig, nee, da hast du nicht genug Werkzeug dabei. Mhm. Hast ja ein Ersatzrad und das wird dann gerade gewechselt und fertig ist die Laube. So, unser Reiseleiter Erik. Eine einteilige Felge habt ihr hier drauf, oder? Alu. Ja, genau. So,
Mal gucken, da ist der Reisebus. Auch hier habt ihr deutsche Reisebusse im Einsatz, eben wegen des Komforts. Genau. Ihr habt gesagt, also die Chilenen haben meist das Fenster offen, wenn die fahren, also mit so kleineren Bussen über Landfahrten. Da ist ja auch viel Busverkehr, ist ja da Nummer 1, glaube ich. Da gibt es Busbahnhöfe, Ohne Ende, das kann man nicht vergleichen mit Europa, oder? Ja, das auch, geht beim Bus. genau. Auch Brasilien zum Beispiel, die haben 14 Meter, 15 Meter Doppelstock mit 4 Achsen. Mit 4 Die haben vorne 2 Achsen und hinten 2. Wie vorne 2? Ja, vorne 2 gelenkte Achsen. Echt? Ja, in Brasilien gibt es viele Fernverbindungen mit Doppelstock. Und in Argentinien auch übrigens, ab Buenos Aires. Wie cool. So unser Reisebus. Aber die können natürlich nicht so Spezialrouten fahren, wie was wir da unternehmen, wegen den Fähren halt. Ne? Okay, das heißt, der ist kurz und kompakt. Ja. Doppelstock dann in dem Fall? Oder ist das so, wie ihr das? Ein Stock. So Ein wie Stock, jetzt, okay. ja. Das heißt, es sieht so aus. Wie Ja, jetzt. genau. Ja. Ach so, man geht da so hoch und du sitzt unten, oder wenn du fährst? Ja, nur der Fahrer sitzt so ein bisschen tiefer. Okay. Ja. Gut, verstanden. Ja. So, da ist auch mal eine Dame drauf. Das heißt, Sitzkomfort, der wurde in Deutschland gebaut? Ja, Okay. So, ein Stück Heimat. genau. So, man kann auch was trinken dort. Da sieht man, ich lese mal vor, vom Aussichtspunkt Cerro La Cruz. Ja. Der Ausblick auf die Stadt, die Magellanstraße bis hinüber nach Feuerland. Ach, da ist Feuerland. Mhm. Das kann man sehen. Ach, da ganz da hinten. Ja, oder wie? ja, genau. Da sieht man so ganz schemenhaft jetzt auf dem Bild halt nur. Okay. So, dann fahrt ihr dann mit dem Bus. So, buntes Stadtbild, typisch für Chile. Ja, hier kann man Feuerland viel besser erkennen. Ah. Da vorne ist Feuerland. Ja, und dann halt ein bisschen die Runde in Punta Arenas, bevor es dann so langsam Richtung Norden geht, zum ersten Nationalpark. Okay. Über die neuen, das haben wir hier schon ein bisschen eingezeichnet. Ne? Aber das ist nicht so, ich fahre da jetzt nicht von einer Tour, also von einer Touri-Falle in die nächste, sondern ihr seid da nah dran an den Leuten, die da wohnen, oder? Ja. Genau, weil da gibt es kaum Tourismus, so organisierten. Also es gibt schon die großen Häfen, wo schon Schiffe anlegen, ja, aber so längs durchs Land, das ist sehr selten. Nochmal, da ist kein Asphalt. Gibt es etliche Strecken ohne Asphalt, ja. Wie? Du fährst mit dem Setra auf der Schotterpiste? In dem Fall ist jetzt der Neoplan, ja. Der Neoplan, ja. Der ist auch nicht schlechter, Neoplan. Ja. Gott, muss man auch zur Ehrenrettung sagen. Ja. Ein schlechter Bus. Da sieht man auch anhand des Schildes hier. Ja. Schlangenschild, ja. Also es macht Sinn, der hat doch ein deutsches Kennzeichen, der Bus. Ja, genau. Das ist ja krass. Okay, machen wir weiter. Da heißt, die Leute steigen aus, da ist eine Straße gesperrt. Da ist Ende der Welt, da ist dann Schluss. Wie? Da geht es nicht weiter. Klär mich mal auf. Da fahren wir hin zum Fotostopp und dann dreht man halt wieder rum und fährt auf der Route weiter. Okay, cool. Hier ist das Ende der Welt. Da ist das Ende der Welt, wusste ich doch. So, Puerto Natales, 20.000 Einwohner. Auf der Uferpromenade kann man die unvergleichliche Aussicht auf die Berge und Fjorde genießen. Sieht so ein bisschen aus wie in Schweden, oder? Ja, ein bisschen schwedische, norwegische Fjorde-Charakter hat man nachher schon noch, wenn wir die Bilder von den Fährüberfahrten sehen. Die Wolkenspiele, stark. Es regnet schon mal auf der Tour? Ja, bleibt nicht aus, ne? Gott, ja gut, es gibt ja auch so Länder, wenn du jetzt in der Wüste bist in Amerika, da regnet es ja eher selten, oder in Kalifornien. Ja, klar, sicher. Ja. Aber es ist keine reine Regenzeit, sagen wir es mal so. Ne? So, Torres del Paine. Paine, Nationalpark. Okay. Nationalpark. Der ist cool, du warst schon mal da? Nee, das ist wie gesagt eine ganz neue Tour für mich, da bin ich voll und ganz auf meinen Reiseleiter angewiesen. Hast du den Preis schon angezahlt? Ja. Ist ja auch deine Tour, muss man sagen. Aber das bedeutet, du gehst ja auch da ins Obligo. Das heißt, du buchst die Flüge schon vor. Du guckst bei so vielen Leuten. 24 Leute können mitfahren, ne? Insgesamt. Und 12 sind schon weg. Da gilt es ja schnell zu sein. Aber du sagst, wenn das jetzt durch German Television ein Riesenerfolg wird, wird es vielleicht noch eine Reise organisieren dahinter, oder? Ja, genau. Okay, cool. Ja, vielleicht fahre ich da mit. Ja. Weil das ist... Das ist noch Abenteuer pur. Ja, das ist natürlich, da ist gerade die CMT in Stuttgart. So. Da muss ich wahrscheinlich drehen. Was ist hier zu sehen? Der Aussichtspunkt hier auf die Felsformation, ja, Mirador Grey, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und da gibt es halt immer wieder Fotostops auf der Tour. Da haben wir jetzt mal ein bisschen Bewölkung drin. Die Bilder kommen jetzt vom Erik, oder? Vom Erik, genau. So, der hat die geschickt. Ja. Der hat die Tour schon ein paar Mal gemacht? Ja, genau. So. Von Nord nach Süden, von Süd nach Nord. Und du kennst den Erik persönlich? Noch nicht kennengelernt, nur telefoniert oder halt von Erzählungen und dann von meinem. Den gibt's, der existiert, da brauche ich keine Angst zu haben, ich komme rein, Nee, da werden die Portemonnaies eingesammelt und ich darf wieder zurückfliegen. Nee.
Nein, der ist vertrauenswürdig. Ja, aber die Leute Südamerika, du kannst das aber schon nachvollziehen, dass die Leute so ein bisschen Kidnapping, was man alles so hört, aber meistens ist ja so, das, was man hört, gar nicht so, wenn man darüber fährt, wenn man die Stellen meidet, die schlimm ist, dann ist man wahrscheinlich relativ safe, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind auch, wenn wir schon öfters mal in Buenos Aires waren oder mit dem Schiff oder in Brasilien, dann meidet man halt die Viertel, die schon ein bisschen bekannter vorher sind und dann man soll natürlich auch nicht in komischen Gegenden mit der Goldkette rumlaufen, das ist eh klar. Ne? Echt nicht? Nee, dann kann es schon mal. Aber da kann man ja gar nicht hin in so gefährliche Gebiete. Okay. So, das ist so ein typisches Hotel. Das heißt, ihr schlaft jetzt nicht nur in irgendwelchen Pferdeställen da? Nein, da gibt es ordentliche Hotels und da kommen wir später noch zu einem besonderen, deshalb ist auch die Teilnehmerzahl besetzt. Da gibt es die Anreise nur per Fährschiff. Per Fährschiff. Der Bus bleibt dann am Land und dann geht es mit einem kleinen Bootchen zu der Insel. In Monaco habe ich das gefilmt. Da wollen die ab nächstes Jahr die Zufahrt mit dem Reisebus verbieten. Das heißt, man parkt dann mit dem Bus außen vor, fährt dann mit Shuttlebussen nach Monaco rein. Die wollen ihn nicht mehr reinlassen. Das hast du da alles nicht. Da drüben ist das quasi nicht erschlossen. Da bist du wahrscheinlich extremer, wie soll ich sagen, eine ganz extreme Ausnahme mit deinem deutschen Bus, oder? Auf jeden Fall, ja. Mit dem deutschen Bus durch Chile. Okay. So, Nationalpark? Jawohl. Kommt gleich schöne Bilder. Ja, halt ein bisschen Schotter wieder unterwegs. Also viel Natur. Viel Natur. So, da war so ein Tier. Was ist das? Ja, das sieht lama-ähnlich aus, gell? Also es ist kein Kamel. So, Nee, das ist schon mal da deutlich. fehlen. Da fehlt der Höcker. Ja, genau. So, das ist so. Land der Verheißung. Gut, wenn jetzt die Gruppe ein bisschen kleiner ist, ist ja auch nicht schlecht, oder? Das ja, heißt, man kann besser auf jeden Einzelnen eingehen und ja, da haben wir ein Picknick mal gemacht unterwegs. Da ist der Erik. Mhm. Das ist der Konrad, der hat die Tour ausgearbeitet. Ist da mit dem Auto und Motorrad lang getuckert und hat das alles geguckt, dass es funktioniert für einen Reisebus. dass er auch durchkommt. Ja. So. Ja, und dann kommen jetzt schon langsam die Highlights da. Ein Wasserfall. Krass ist, dass ihr oft ganz alleine da steht. Da ist kein einer Bus da oder andere Touristen. Jetzt überleg mal, wenn du fährst, wo war ich jetzt zuletzt? Am Rheinfall, warst du noch mal? Das ist so, da gibt sich der eine, der andere die Klinke in die Hand, die Reisebusse stehen da, Spalier und da hast du die Blumen für dich. Da wird schon eng am Rheinfall. Ja. Am Rheinfall, oder? Das ist was anderes, genau das Gegenteil. Ja. Und da siehst du auch noch hier da, die Gauchos. Und wir kommen von Chile nach Argentinien. Das erste Mal. Ich glaube, die haben jetzt die WM gewonnen. Ich habe das Endspiel verpasst. Kannst du dir vorstellen, Frankreich gegen, was war es, Frankreich? Frankreich gegen Argentinien. Argentinien, die haben gewonnen, die Argentinier. Ja, genau. Und ich wohne in Frankreich. Kannst du dir vorstellen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Kann passieren. Sonntag war das, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Du auch nicht. Ich bin ja immer unterwegs und ich bin nicht so fußballaffin. Fußballaffin. Internet da, genauso, abends immer. Ne? Ja, in den meisten Hotels natürlich nicht überall. So, also es kann sein, dass du auch mal 2 Tage nicht erreichbar bist. Ja, aber das ist ja mal ganz gut, mal abzuschalten, mal slow down. Okay. Ja, und Fahrt durch die Meseta bis, mein Gott. argentinische Steppe, sagst du. Argentinische Steppe, okay. Gut, machen wir weiter. Yep. Endlose Schafherden. Buenvenidos, da ist das Schild von Argentinien. Genau. Einreise, Visa und so weiter, da kümmert ihr euch drum. Genau. Ob es jetzt Nordamerika ist, da braucht man ins ESTA, das tun wir erledigen gegen eine Gebühr, und Südamerika ist eigentlich weniger das Problem. Mhm. Du, ich wollte zuerst die Bilder einblenden, das brauchen wir nicht. Die Qualität ist so gut, weil ich immer auf das halten kann, wo wir gerade sprechen. Also in der Vergrößerung, siehst du, da vorne ist der Gaucho, siehst du? Das ist gut. Ja. Hast du toll zusammengestellt, muss ich sagen, die Tour. Premiere, ja. Ja, Premiere. Okay. Gauchos beim Eintreiben der wertvollen Merino-Schafe. Genau. Da ist mein Pulli her. Ja. Ja, ich mag die nicht so, weil die so kratzen, aber der... Sollen gut isolieren, Absolut. also warm halten. Okay. Ja, andere Länder, andere Wohnmobile, ne? Ja, aber das ist ja nichts gegen andere Länder, Afrika, Philippinen, Ja. was du da siehst. Ja, aber hier sieht man auch noch später auf dem Bild urige Verkabelung da, die Straßenbeleuchtung. Gott, das heißt... Das ist auch, was der Erik sagt, die sind erstmal zurückhaltend, aber wenn du mal ins Gespräch kommst durch ihn und dann irgendwann öffnen sie sich dann die Menschen. Also, Spanisch spricht man? Ja, ja. Okay. In beiden Ländern, Chile und... Genau. Ja.
El Calafate, die Welthauptstadt der Gletscher. Gletscher? Ja, da kommen wir jetzt gleich zum Spektakulären. Jetzt sieht es wieder aus wie ein Alpen. Ja, oder es könnte auch in den USA sein, im Wilden Ja. Westen irgendwo. Das ist ziemlich... So, da ist so ein Hotel. Das ist aber jetzt, das könnte jetzt hier in Bayern sein, ne? Das ja, Holz, rustikal, genau. Das Okay. könnte... da kriegt man Hunger. Oh, ich kriege jetzt schon Hunger. Argentinische Steaks. So, da haben wir jetzt zum Beispiel ein Highlight, der Moreno-Gletscher, das siehst du schon. Ist der noch da nächstes Jahr? Ja, auf jeden Fall, der ist groß genug. Der ist groß genug. Ja. Also guckt euch die Gletscher an, solange es noch geht. Genau. Boah, ist der riesig. Ja. Mhm. So, und der mündet dann anschließend Aussichtsplattform am Seeufer. Das heißt, der fließt in den See, der Gletscher. Ja, ne? ja. Okay. So, was steht hier auf Laufstegen? Erreicht man die Aussichtsplattform am Seeufer des Lago Argentino, die sich direkt gegenüber dem Perito Moreno Gletscher befindet. Cool. Also ein Gletscher ist dabei. Frauen auch. Fotoshooting, ja. Ja. Frauen, Männer oder ist das nur so eine Männertour? Nee, das sind viele Ehepaare bis jetzt, die gebucht haben. Okay. Alleine auch schon mal Leute? Eher selten. Selten, ja. Ja. Aber geht. Geht schon. Das heißt, es wird nicht abgelesen. Einzelzimmer, Doppelzimmer, muss ich mir da das teilen, dann das Zimmer? Oder wie läuft das? Nee. Also für 2 Personen immer ein Doppel und ein Einzelzimmer muss dann halt leider den Einzelzimmerzuschlag zahlen. Das, ja, bei der Reise ist es schon einiges, ja. Aber So. das liegt nicht an uns, sondern das ist, was die Hotels dann aufrufen. Also besorgt euch einen Partner. Ja. Dann Ja, das ist noch ein tolles Bild. mit 50 nochmal Papa geworden. Da hast du ja was angelacht, ja. Ich habe ja mit 44 habe ich angefangen. Das hält aber doch jung, oder? Wenn du da so Auf sonntags... jeden Fall, vor allem hat er mir so ein bisschen gut über die sehr schwierige Zeit da mit dem Reiseverboten weggeholfen. Ja, dass man Aber was war das für ein Feeling, wenn du so ein Typ wie du nicht mehr fahren kannst? Ja, Der das wirklich hab ich dann ja mit den Hufen scharrt, oder? Deshalb bin ich ja Wohnmobilist geworden. Aber ist das nicht traurig? Es tut einem der Seele weh? Ja, weil du kannst ja nichts dafür, wenn du jetzt von heute auf morgen da stillgelegt wirst und die Kosten laufen weiter und bis mal Geld vom Staat kam, da hat man schon die eigene Reserven aufgebraucht, was schon für die Rente eigentlich gedacht war. Jetzt überleg mal. Das ganze Geld, was du gespart hattest, ging dann drauf für sowas. Und die Hilfen waren dann wahrscheinlich auch nicht, die haben das nicht ausgeglichen, oder? Ja, die sind schon später gekommen, aber es wird so gewertet, dass die Reise halt wie versteuert ist, also wie durchgeführt ist, dann musst du ja wieder Steuer drauf zahlen. Okay. Stahlblau, einfach eindrucksvoll. Also Gletscher. So, 7. Tag, El Calafate, Perito Moreno. Also da geht's dann weiter. Ja, da haben wir 200 Kilometer mal Schotterpiste, pur. Spürt man das in dem Bus stark, oder? Ja, da rumpelt es schon ein bisschen. So. Aber es würde viel mehr rumpeln, wenn es ein anderer Bus wäre, oder? Ja, auf jeden Fall. Man hat das europäische Fahrwerk drunter und das bügelt schon viel aus, aber man kann halt nicht alles wegzaubern. Es ist kein Asphalt. Ist das jetzt ein Problem für die Reifen? Abnutzung höher dann auf so einer Schotterpiste? Ja, die ist schon ein bisschen Verschleiß da, ja. Und was ich auch beim normalen Stopp mache, dass ich immer mal drumlaufe und gucke, ob ein spitzer Stein, wo sich reingeklemmt hat, ist halt hier noch viel wichtiger. Ne? Doppelachser hinten, der könnte sich ja zwischen 2 Räder geklemmt haben, oder? Theoretisch, Das ist das Schlimmste, glaube ich, wenn der reibt dann zwischen 2 Rädern. Gell? So, ich kenne das nur aus dem Offroad-Bereich, aber okay. Patagonien. Achso, die laufen einfach so rum, oder? Ja. Sieht man so ein bisschen den Straßenverlauf da unten. Da ist auch kein Auto. Oder vielleicht mal eins. Ja, eins ist mal da, ja. Ja. Aber man sieht, trifft nicht allzu viele. So, und dann steigen die aus. Immer wieder kleine Stopps. Ja, wenn so eine Herde da in Sicht ist oder ein schönes Panorama, dann hält man einfach mal an und das ist da kein Problem. Ja. Wie gesagt, kein Verkehr ist. Ne? Das heißt, wenn jemand fotografieren möchte, da hat er die Chance, oder? Seines Lebens. Rufen und dann wird gebremst. Zack. Ja, mal wieder ein Picknick im Freien. Was gibt's da entsprechend zu essen? Ja, je nachdem, was der Erik dann organisiert, was wir auch zaubern können im Bus. Also der neue Südamerika-Bus hat jetzt noch eine größere Küche wie der auf dem Bild und da können wir schon ein bisschen mehr anstellen. Ansonsten lassen wir uns überraschen, was er da... Wenn ich Sachen gar nicht zu mir nehmen darf, könnt ihr darauf entsprechend Rücksicht nehmen? Ja, am Oder? besten vorher anmelden, wenn jetzt einer Vegetarier ist oder so. Dass Das er dann, geht auch? Ja, klar. Okay. Gerade auch natürlich- wegen den Hotels ist es wichtig, nicht zu wissen. In Argentinien Vegetarier, ist das einfach? Ja, Geht. es wird Herausforderung, aber ist machbar, klar. So, dann mal weiter. Wieder ein Picknick. Schotterstraßen Richtung Grenze. Das Publikum ist jetzt nicht 23 da. Das ist eher schon. Nee. Ist es so Ü
40, 50? Was jetzt gebucht hat, ist tatsächlich so unser Alter auch, ja. Und ein paar an die 60 ran, ja. Also ich bin 54, du bist 52? Ja. 70er Baujahr? 69. 69. Ja. Ich bin 68, siehst du mal. Unser Alter, da muss ich mal. Ich bin schon 53. Du bist 53, ja. Kann ja gar nicht nachrechnen. Cueva de las. Okay. So ein kleines Grenzstädtchen. Lago Blanco. Also eine ganz andere Tour wie die Amerika-Tour, ne? Komplett. So, da geht's an den See. Dann kommen wir wieder nach Chile zurück. Dann ist wieder Eriks Verhandlungsgeschick gefragt. Grenze. Genau, dass wir nicht so viel Zeit verlieren. Ja. Eine Kirche. Genau, mitten in der Steppe. So, und da sind wir wieder in Chile angekommen. Jetzt wissen wir auch, wie die heißen. Guanacos. Die Guanacos. Siehst du? Da Lago Carrera, jetzt kommen wir dann auch bald zu dem spektakulären Hotel. Achso, wo wir mit der Fähre. Genau, mit dem kleinen Boot hier kommen. Ja, und dann kommen wir zum anderen auch auf die Carretera Austral. Das wir ganz am Anfang gesehen haben. So, die Verlängerung der Panamericana. Erst in den 80er Jahren wurde diese Straße durch bis dahin praktisch unerschlossene Gebiete geschlagen. Ach, da war vorher nichts. Nee. Sie gehört zu den legendären Straßenkontinents, ist ein Teil des Mythos Patagonien. Die sind dann entweder waren auf einen Flieger angewiesen oder auf ein Boot. Okay. Oder mit dem Pferd. Aber Straßen gab es da nicht. Abends, wenn man ins Hotel kommt, ist das so gegen 5, 6 oder wann landet man an? In der Fahrstrecken, genau. Mal schon um 4, mal um 6. Das ist. Es geht morgens auch mal früher los? Ja, genau. Wenn wir jetzt Fährtermin haben zum Beispiel, da tut man mal bei Zeit starten. So, das hier sind so typische Kabel, habe ich auch gesehen auf den Philippinen. Ganz sensationell. Und es funktioniert aber alles. Es funktioniert alles. Hier sieht man auch, so werden die dann. Ja. Zumindest hat es einen Vorteil, dass dieser Kabelstrang fällt nicht mehr von alleine runter. Nein, der hängt fest. Typisches Kaufhaus auf dem Land. Ja, das sind halt mehr kleinere Shops. Ne? Das ist jetzt der Unterschied zu Amerika. Da ist ja viel Show, die alten Sachen. Da ist alles echt. Da ist alles echt, genau. Die leben noch so. Ja, das gibt es keinen Colico Ghost Town, was da so Retorte ist, sondern es ist live. Sag mal hier, die Zeit geht ja langsamer in Chile. Glaubst du das? Ich denke schon, die haben ein bisschen anderes Zeitgefühl. So kommst du heute nicht? Ja, genau. Von daher muss man an den Grenzen auch manchmal ein bisschen Geduld haben. Aber nicht drängeln und dann klappt das schon. Wellblechhütten. Ja. Da haben wir mal noch 50 Kilometer Schotter. Das ist teilweise, je nachdem wie die Straßen sind, braucht man für 50 Kilometer auch schon mal 4 Stunden, oder? Ja, 4 Stunden nicht, aber schon ein bisschen länger halt wie normal. Reine Asphalttour, wenn du 100 fahren kannst, bist du eine halbe Stunde durch, aber da kann es schon mal 1-2 Stunden dauern, wenn es dann noch kurvig ist dazu. Ne? So, die Wasserfälle, das wäre hier schon wahrscheinlich ein mega Wasserfall, wo 100.000 Deutsche kämen. Mit Eintritt. Mit Eintritt und da ist das wahrscheinlich in jeder Ecke, oder? Genau. Ja. So, dann kommen wir auf die berühmte Straße. Carretera Austral. Schotter. Ja, viel, nicht alles. Ja, und schöner Fotostopp wieder hier in der Kehre. Da gibt es einige Deutsche, die da ausgewandert sind. Genau, da kommen wir jetzt gleich dazu. Ja. Im Regenwald? Mhm. Aber um die Zeit ist gut. Ein Hängegletscher, guck mal da oben, wie der da hängt, der Bursche. Da darf nicht zu warm werden, sonst saust der ab. Okay. So eine Brücke. Mhm. 4 Personen und die dürfen auch nicht zu schwer sein. Oder 2 Amerikaner. Boah, das ist halt gemein. Okay. Eine Oase der Ruhe. Das ist die Lodge. Und da kommst du mit dem Boot hin. Die unaussprechliche, ja. Wo wir nur mit dem Boot hinkommen. Boot oder durch den Wald. So, das ist dann Ja, Schwimmen ist so anstrengend. 3 Jahre Hier durch sehen den wir auch, Wald. da, wie die Gruppe einsteigt. Und da empfehlen wir auch hier, wie auch in den USA, dass man einen großen und einen kleinen Koffer hat, dass man für die Hotels dann mit Minigepäck dann
2-3 Tage auskommt und packt dann alle paar Tage mal um. Ne? Das ist dann einfacher. Du bleibst bei dem Bus oder ist der Bus Der safe? bleibt alleine stehen. Der ist safe. Ich muss ja auch verschlafen. Der steht sicher, da passiert nichts. Okay. Kann man offen lassen. Ach so, wirklich? Ja, da passiert nichts. Noch ein paar Segler haben sie auch hingefunden. Und das liegt schon idyllisch. Boah, ist voll schön. Ja, gibt es auch ein schönes Bild vom Speisesaal dann nach außen gleich. Ich glaube, du hast schon richtig Bock, dahin zu fahren. Ne? Ja. Die Zeit kann nicht schnell genug rumgehen. So, ich kaufe mir gleich einen neuen Arm. Denn seit 2 Stunden filmen wir hier. 35 Minuten. Warme Thermalbecken im Außenbereich. Ja. Weißt du, das ist mal was anderes wie Schweden oder Finnland oder so. Das ist mal was Außergewöhnliches, wenn du das natürlich deinen Leuten zu Hause erzählst. Ich fahre nach Chile und Argentinien. Und gehe noch ins Thermalbecken. Die anderen fahren dann irgendwie ins Tal nach in die Schweiz oder so. Mhm. Da sieht man jetzt vom Speiseraum einen Blick raus auf den See. Boah, wie schön. Essen ist mit drin. Ja, Halbpension ist inklusive. Ist das gut, das Essen dann? Oder? Ja, also Argentinier sind ja berühmt für ihre Steaks, ne, und auch andere Gerichte. Und Aber ist jetzt nicht so, bloß weil ich jetzt Pauschaltourist bin, dass ich da nur Nudeln mit Tomatensauce kriege? Oder? Nein, die Reise kostet ja ein bisschen was und dann erwarten wir auch von den teuren Hotels, dass sie was Ordentliches zaubern. Okay. Das ist ja ein Frühstücksbuffet. Mhm. Ja, und dann haben wir mal einen Fahrtag, 200 Tage, geht es weiter Richtung Norden. Natürlich vorher den Transfer, ne, mit dem kleinen Bootchen wieder zum Bus. Die Cowboys. Jawohl. 3000 Jahre. Mhm. Echt? Das haben die Forscher herausgefunden, dann wird es stimmen. Ne? Die können das ja mit Strahlung herausfinden, dann wird das schon stimmen. Ja. Ja, und dann wird er abgeholzt. Jawohl. Zum Glück nicht so wie in Brasilien. Brennt gut. So. Getrocknet, meinst du? Getrocknet, ja. Aber ganz besonders eindrucksvoll. Aber du sagst, das ist da nicht so schlimm wie in Brasilien, dass die Urwälder da so ganz massiv abgeholzt werden? Nee, bis jetzt nicht. Nee, zum Glück. Ich habe das nur gehört über Argentinien, dass die da schon abholzen. Aber naja, nahezu unberührte Natur. Das Spannende dabei ist natürlich der Footprint, den du da hinterlässt. Der ist ja sehr gering beim Reisebus. Das ist ja das, was viele nicht wissen. Ja. Dass, wenn du normal mit dem Fahrzeug fährst, also ich habe ja hier den Haufen da drüben, den Toyota, 11,8 Liter im Moment, Stadtverkehr. Wenn ich ihn ganz vorsichtig fahre, 10,5. Dein Reisebus verbraucht wie viel? Also wenn ich den hier voll habe mit 58, dann kann ich bei reiner Autobahnstrecke so um die 26, 27 Liter fahren. Das ist pro Nase noch nicht mal ein halber Liter. Und wenn ich alleine irgendwo hinfahre, verbrauche ich fast das 20-fache. Ja. Überleg mal. Dann natürlich Flugreisen, da kann man jetzt getrennter Meinung sein, aber auch da werden die Flugzeuge immer... aber Busfahren an sich ist ja schon eine sehr ökonomische Sache, wenn viele Leute sich ein Fahrzeug teilen, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ihr merkt, ich will so ein bisschen Fahrtbus. Gut, mit der Bahn geht es ja nicht auf der Strecke, oder? Da wird es schwierig, nein. Ja, 2008 hat es dann einen Vulkanausbruch gegeben, aber ist jetzt alles wieder tiptop hergerichtet. Aber da ist schon ein bisschen was runtergekommen an Asche. So, da haben wir 3 Fährüberfahrten nacheinander, also da fahren wir fast nur durch Fjorde. Sieht man ja hier so. Aber mit dem Bus, der ist drauf. Ja, Logo, der muss mit, ne? Gut. Und da sieht man auch, warum die Busse nur 12 Meter sein dürfen. Siehst du hier, da geht es relativ steil nach unten. Sieht man auch später noch eine Abfahrt, dann hauen die da so Matten hin oder Holz, das man nicht aufsetzt. Gut, du kannst noch 10 Meter anlupfen, sowieso, ne? Aber Luftfahrwerk. ja, trotzdem muss man auch vorsichtig sein. Vorne runter, hinten hoch. Das geht. Ne, komplett hoch am besten. Komplett hoch. Ja. Da ist er. Ja. Da ist mal noch ein anderer Bus mit dabei. Und Rinder. Steht ja Tiertransport mal anders. Achso, da. Ja. So, Seenregion. Sag mal, das bietet alles, das Land, oder? Auf jeden Fall, ja. So viel Abwechslung, was bei der Tour ist in Argentinien und in Chile, das ist schon extrem. Vom aktiven Vulkan, wie wir jetzt sehen, bis zu riesen Gletschern.
Die Schweiz. Ja, und viele Spuren deutscher Einwanderer sehen wir da. Club Alemann. Frutilla, da sieht man's. Sind ja nicht nur nach nicht nur nach Brasilien ausgewandert, einige, sondern auch viele nach Chile und Argentinien. Deutsche Museum. Puppenhaus. Ja. Da, Hotel auf Deutsch, Hotel am See, siehst du? Mhm. Mama Hitschfeld, geborene Scholz, steht drauf. 1838. Ja, die sind auch noch mit Dampfschiffen ausgereist. Da war noch nichts mit Fliegerei. Da haben wir mal einen längeren Fahrtag, da haben wir aber Asphalt, da können wir zügig fahren. Bis nach Amerika fahrt ihr? Hierher. Los Angeles. Los Angeles, also hat nichts zu tun mit dem. Nein, das wäre zu weit. Das heißt, wenn man die Straße weiterfahren würde, käme man irgendwann mal in Amerika raus. Ja, sicher. Mexiko wahrscheinlich, geht's auch noch durch. Ja. Du sprichst Spanisch ein bisschen? Nein. Nee, gut. Nicht viel. Englisch? Yes. Yes. Temuco und Laya Wasserfälle. Mhm. Da siehst du wieder touristisch fast unberührt. Also normalerweise ist ja so, ich zeige jetzt hier die schönen Bilder mit allen drum und dran, dann fahren die Leute und dann sagen die, ach, ich saß nur im Bus, gesehen habe ich nichts, Geld habe ich vorab überwiesen. Du versprichst, dass die Bilder, die man hier sieht, zum größter Wahrscheinlichkeit, also es kann ja immer irgendwas passieren, dass eine Straße mal komplett zu ist oder so, aber das ist die Tour, oder? Ja. Okay. Also es gibt keine asiatische Stopps, 5 Minuten rein, raus, knips, knips, sondern man hat immer genügend Zeit, mit Ruhe das zu genießen. Ist auch nicht so, dass ihr mal jemand stehen gelassen habt? Ist mir noch nicht passiert. Ne? Noch nicht. Also ihr habt die meisten wieder gefunden. Ja, also ich bin es ja gewohnt hier vom Doppelstockbus, dass ich sowieso immer hochgehe und zähle. Ne, dass man da keiner irgendwo stehen bleibt am Rasthof oder irgendwo. Es bleibt jemand da am Bus, wenn die Leute draußen sind und gehen in eine Stadt rein? Wegen dem Diebstahl? Ja, Diebstahl? Ja, sicher. Also wenn wo unsicher wäre, dann bleibt der Reiseleiter oder ich am Bus, ist eh klar. Okay. Ja, Leute fragen sich ja, was ist mal mein Zeug da? Ja. Wenn da irgendwas passiert. Okay, jetzt kommt nochmal eine längere Strecke. Genau, nochmal 520 Kilometer. Das war Landgewinn nach Santiago de Chile wieder hoch. Nur sehr gut ausgebaute Straße nach Los Santiago zur Übernachtung. Also circa 5-6 Stunden fährt man da? Ja, schon länger. Schon länger? Ja. Okay. So, Weinorte? Ja. Ah, stimmt. Chilenischer Wein ist ja ja auch ganz berühmt geworden, bekannt geworden. Die große Weinroute. Unter der heißen Sonne Chiles gedeihen die besten französischen Trauben. Cabernet. So, die vor Generationen angefunden. Okay. Ach, Tasting. Ja, darf ja auch nicht fehlen. Ne? Es nützt ja nichts mehr dran vorbei zu sausen. Probieren. Ja. Und da sind wir wieder in Chile, wo wir gelandet sind. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich in La Paz, Santiago de Chile. Santiago de Chile. Ich glaube, dieser Ausblick mit den Bergen und das ist sensationell, wenn das, oder? Unheimlich viele Eindrücke. Ja. Da haben wir 2 verschiedene Hotels, entweder wohnen wir im Doubletree oder in dem. Beide schön. Und dann haben wir noch eine Ganztagestour an der Pazifikküste nach Valparaiso. Gut, da ist der Name ja Programm. Das Tal des Paradieses. Und warte, ich lese mal vor, die meisten. Ein Ziel, wo auch viele Schiffe hinkommen, ne? Bei so Kreuzfahrten. Aber sag mal, durchs Land und so weiter kommst du halt nur mit dem Bus. Schön. Ja, wieder die Spezialverkabelung, wie man es so kennt vom Süden. Aber auch so praktisch kleine Straßen, kleine Gassen, wo man durchgehen kann. Schrägaufzug, was man ja viel auch in Portugal hat. Nein, in Lissabon gibt es ja viele. Da läuft man irgendwie obendrauf auf der Bebauung, habe ich mal gesehen in Lissabon. Ja, je nachdem, auf den Häusern. Oben Tigers, genau. Ja, Reisegruppe. Alle happy. Ein rustikales Erlebnis. Genau. Ist die Fahrt mit drin oder ist das alles kein Riesending? Ja, das kostet ein paar Cent. Das ist nicht Das Leben da ist relativ günstig. preiswert. Ja. Mittlerweile Preise in Deutschland wie in der Schweiz. Ja. Schnitzel für 30 Euro. Ja, und so sieht es dann halt oben aus, wo wir da hochgetuckert sind mit dem Schrägaufzug.
Dann geht es schon wieder langsam leider Richtung Heimat. Also, es kommt nach Frankfurt, man kann in Worms dann parken, korrekt. Wie komme ich dann zum Flughafen? Du fährst hin? Wir fahren hin, mit dem Großen fahren wir hin und dann wird er geholt und nach Hause gebracht und dann geht es zusammen in den Flieger. So, und du bist die ganze Tour selber dabei. Das heißt, den Typen, den ich gerade filme, wenn du das überlebst bis 2024, wirst du mit größter Wahrscheinlichkeit, ist ja klar, wirst du ja. Aber ich sag mal, das sind ja alles, die Zukunft ist ja ungewiss, das weißt du ja. Jetzt sind wir ja in nicht ganz einfachen Zeiten. Dein Rat ist für viele, die sich das überlegen, vielleicht schon ein bisschen älter sind, man sollte die Reisen mitnehmen, wenn man noch kann, oder? Das auf jeden Fall, ja. Also ich habe jetzt gerade in den letzten 2 Jahren viele Gäste verloren, sage ich mal in Anführungszeichen, die sich 2 Jahre eingeigelt haben und trauen sich dann nicht mehr raus und wer rastet, der rostet, sage ich mal so. Ne? Und wenn man was langfristig bucht, in dem Preissegment sowieso, oder egal, eine Kreuzfahrt, eine Busreise, empfiehlt es immer eine Reiserücktrittskostenversicherung abzuschließen. Das kostet nicht viel. Also es gab nämlich zum Schluss, habe ich eine gesehen, die gilt das ganze Jahr für alle Reisen, die du irgendwie machst, Genau. Die irgendwie kommen. Man kann eine Jahresversicherung machen, wenn man mehr fährt und dann muss die halt dem Reisepreis angepasst sein und dann ist man auf der sicheren Seite. So, Kilian, sagenhaft Reisen. Du machst das Ganze schon wie lang? Reisen? Die Firma gibt es seit 75 und wir haben es 99 übernommen. 99, vor 23 Jahren. Wenn du damals gewusst hättest, dass es mal eine Pandemie gibt, mit 2 Jahren Lockdown, hättest du es gemacht? Ja, wahrscheinlich schon. Man kann ja nicht alles vorhersehen. Ne? Das ist so, als Reiseveranstalter Berufsverbot zu kriegen, das ist natürlich schon ein Hammer. Ja. Aber es ging ja vielen so, muss man sagen. Aber gerade die Reisebranche, gerade die Busreisebranche, ich glaube, die hat ziemlich gebeutelt, wo du stehst. Sag mal so, wir waren ja kein Restaurant, wo die Gäste Essen abholen konnten oder ich meine, es hat alle im Prinzip getroffen, viel, ja. Aber bei uns war es halt von Anfang an, Stopp, Reiseverbot, stehen lassen. So, Geht auf die Webseite, werden sie gleich nochmal filmen. Auch hier machen wir mal nochmal zum Anfang. Das war auf die erste Folie. Was, du hast 148 Folien, haben wir uns angeguckt. Aber da sieht man mal, und da hat man noch nicht alles gezeigt von der Reise. Und das Ganze ist zumindest mal die erste Reise. Mal gucken, wie viel wir davon unter die Leute kriegen. Weil Information ist ja alles, wenn man nicht weiß, dass es so eine Reise gibt, dann kann man sie auch nicht buchen. Genau. Deswegen bist du zu uns gekommen, hast gesagt, Sven, mach mal was dafür. Da habe ich mir überlegt, oh je, wie kriege ich das? Aber meine Zielgruppe ist ja älter und männlich, die stehen ja auf sowas. Und älter, da zähle ich mich ja jetzt auch selber dazu. Wenn man 100 Jahre alt wird, ist 54 schon in der zweiten Lebenshälfte. Ja, was willst du machen? Opa ist ja 93 geworden, das kommt ja. Du bist extra hier nach Saarbrücken gefahren, ich zeig's mal. Da vorne ist das German Television und Saarland Fernsehen. Hier sind wir bei der Medien Saarland GmbH und das Ganze ist vom 5. Januar bis 21. Januar 17 Tage, Preis roundabout 6.000 €. Ja. Guckt auf der Webseite nach. Habe ich eine Preisgarantie, wenn ich heute buche, oder kann es sein, dass der Preis vielleicht nochmal 10% teurer wird? Ja, die Flugpreise standen ja noch nicht fest und so weiter ferner. Wir haben aber ein bisschen Puffer einkalkuliert, dass wir da davon ausgehen, dass wir es halten können. Okay, das heißt, ich kriege was zurück. Nee. Okay. Es wird wahrscheinlich so laufen. Könnte es im schlimmsten Fall passieren, dass sie ein bisschen teurer wird? Wenn die Airlines jetzt extrem erhöhen, dann bleibt ja uns auch keine Wahl. Ja, das kann. So ist das. Auf jeden Fall kriege ich 17 Tage, also fast 3 Wochen, die ich dann weg bin. Und das Ganze Anfang 2024. 12 von den 24 Plätzen sind schon weg. Ja. Du planst aber eventuell bei Erfolg eine zweite Reise zu machen. Ansonsten auf der Webseite gibt es viele schöne Reisen bei dir. Was ist ein beliebtes Ziel hier in Europa, was du gerne fährst? Ja, was bei uns immer knallvoll ist die Reise zum Gardasee. Da haben wir fast immer 58 Gäste drin. Die haben wir im Frühjahr und im Herbst oder auch nach Monaco runter. Die sind fast immer ausgebucht, diese Reisen. Du hast gerade eben so geguckt, als ich gesagt habe, die Reisebusse dürfen nicht mehr rein nach Monaco. Und das habe ich jetzt erfahren, ab nächstes Jahr, glaube ich. Also da ist ja dieses eine Parkhaus unten am Meer, wo du weißt, und das wird zugemacht. Echt? Ja, dürfen Reisebusse nicht mehr reinfahren, da wo die Kartbahn ist im Winter. Ja. Und da dürfen dann nur noch die Shuttlebusse rein. Das finde ich eine nicht so positive Entscheidung für uns, aber mal sehen, wie es kommt. Ja, aber wenn es ja jeder machen muss, dann ist ja wieder... Dann kennst du ja Monaco, das Aquarium kennst du, oder? Alles, ja. 20 Jahre hin. 20 Jahre, okay. Und sonst so, wo geht's noch gerne hin bei dir? Ja, wir haben einen Lieblingsziel in Österreich, nach Südtirol, kommen wir auch schon 30 Jahre ins Pustertal, nach Kienz. Da haben wir auch einen Familienbetrieb, den wir haben wachsen sehen, aber immer noch familiär geblieben, die Leitung. Und das dauert wie lange, die Reise Südtirol? Südtirol haben wir meistens 6 oder 7 Tage. Und die fährst du wie oft im Jahr?
Südtirol haben wir dieses Jahr nur einmal drin, das haben wir sonst aber auch zweimal im Jahr drin gehabt. Okay, und sonst was noch schön? Auch mal Stadttouren macht ihr auch? City-Touren haben wir viele. Nächstes Jahr haben wir 4 Weihnachtsmärkte. Da fahren wir nach Berlin, nach Hamburg, nach Dresden und nach Leipzig. Ist das so eine eingeschworene Gemeinde manchmal, die auch schon zusammenfahren, so Grüppchen und Klicken und so? Ja, es gibt schon, dass wir 4 oder 6 sich gemeinsam anmelden. Und wir haben jetzt relativ viele neue Kunden noch gekriegt, weil einige nicht mehr reisen. Und dann ist wieder zum Glück Nachschub gekommen, ja. So, komm, wir gehen mal raus und zeigen wir das mal. Ja, danke, dass du hier warst. Muss ich jetzt mal sagen, wir weisen gerade noch auf deine Kreuzfahrten hin. Ja. Du bist nämlich toller Kreuzfahrtenveranstalter. Das musst du mir gleich mal erklären. Flusskreuzfahrten machst du auch? Flusskreuzfahrten, ja, und die meist im Vollcharter, das heißt ein ganzes Schiff nur für uns. Ganzes Schiff nur für euch, aber 70 bis 190 Passagiere. So, hier sind wir wieder bei deinem Bus. Das ist uns die Webseite kilian-reisen.de. Das Ganze filmen wir am 20. Dezember. Sag mal, hier das Wetter, es war so kalt jetzt und jetzt hast du hier 13 Grad. Also ich habe gestern noch bei Minustemperaturen einen Bus gewaschen und jetzt haben wir 10 Grad plus. Also. Das ist unglaublich, ja? Ja. So, da stehen wir und hier übrigens mal im Schwarzen, dass ihr uns mal zusammen seht. Da sind wir 2 in Saarbrücken. Und das sind die Kreuzfahrten. Am besten guck dir mal auf die Webseite. Du hast teilweise Schiffe mit eingeweiht, kennst dich da gut aus. Bei Kreuzfahrten, ja. Da hatten ja die Leute ganz viel Angst. Pandemie, Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff. Ist das alles weg? Ja, ich denke, es hat sich jetzt ein bisschen langsam relativiert. Ne? Man muss damit leben. Und, gut, die Leute haben gemerkt, dass die meisten nicht sterben direkt. Ja, also Also jetzt sind die meisten ja auch, ich sag mal, irgendwie behandelt oder auch nicht, aber sie haben gemerkt, dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist und dann eher so die etwas Kränkeren trifft. Aber es hat seine Zeit gebraucht. Ne? Viele Reedereien hatten ja die Schiffe fast 2 Jahre stillgelegt teilweise. Ne? So. Und das bist du hier? Ja, das ist schon ein paar Tage her, das war 2010 an der Norwegen-Kreuzfahrt. So, da waren die noch klein. Die sind jetzt schon groß, die Babys. Die sind schon 27 und 22. Die Babys, 27 und 22. Opa bist du noch nicht, oder? Nein. Gott. Das war die Mein Schiff 6. Da haben wir den Erstanlauf von Mein Schiff nach New York gemacht, in die USA, damals 2016. Ja. Und auch den Erstanlauf mit Mein Schiff nach Asien haben wir gemacht. Da sind wir damals von Dubai nach Singapur gefahren. So, dann vielen, vielen Dank. 2 Touren, die es in sich haben. Ja. Und jetzt wollen wir mal gucken. Also wenn ihr das buchen möchtet, 12 Plätze sind noch frei für 2024. Ansonsten wendet euch an den Christian. Der ist auch telefonisch mal erreichbar für Leute, die noch Fragen haben? Jetzt im Winter schon, ja. Während der Saison dann ist immer die Frau Brüssow, die Jutta Brüssow, das ist unsere Schwägerin, die schon 25 Jahre bei uns ist. So, und wenn ihr diesen Bus seht, ruhig mal hupen. Ja. Dann wisst ihr, es ist German Television gewesen. Ja, abonniert German Television. Danke, Christian. Danke, Sven. Und frohe Weihnachten wünsche ich dir. Ciao, ciao. Tschüss.